Bis vor 2 Jahren war halt eigentlich alles noch normal bei uns so mit all den Problemchen, die man im Familienleben halt so hat, mit Schulnoten, Finanzen und ja, alles, was halt dazugehört zum normalen Familienleben halt. Dann hat sich alles verändert. Dann war im Prinzip von einem Tag auf den anderen war alles anders. Das machte Bumm und das alte Leben gab es nicht mehr und nun mussten wir dann mit dem neuen Leben sozusagen also fertig werden. Wenn ein Kind krank wird und wenn das dann so auf eine Diagnose hinausläuft, dass es halt schon eine schwerere Krankheit ist, also jetzt so wie bei Lena halt, dann wirft er ihn das halt total aus der Bahn, weil es war auf einmal alles anders. Von Diagnose zu Diagnose ist einem immer mehr der Boden unter den Füßen weggerissen worden und man hat sich eigentlich bloß nach dem normalen Leben, nach dem Alltag gesehnt und eigentlich will ich immer noch aus diesem Albtraum einfach bloß aufwachen. Es ist einfach Katastrophe. Für die ganze Familie. Auf der rechten Seite im Gehirn habe ich einen bösartigen Gehirntumor. Und ja, der hat gestreut hinten im Sehnerv, sodass ich jetzt halt auch schiel. Und durch den Tumor bin ich jetzt auch beschränkt mit dem Laufen. Ja. Hände waschen, Essen kommen. Okay? Abwasch. Es hat angefangen am kleinen Finger, also ich konnte ihn nicht mehr richtig ausstrecken. Also ich konnte nur noch so. Und bin ich zu meiner Mama und habe das ihr gezeigt und sie hat gemeint, ja, ist vielleicht eine Sehnenverkürzung. Bis ich dann beim Orthopäden war, war das eigentlich schon die halbe Hand. Ich fand das am Anfang eigentlich irgendwie noch witzig. Das sind dann manchmal dann auch so komische Situationen, ganz einfach. Die saßen dann beim Abendbrotstisch und dann hat Lena ein Brötchen oder eine Gabel in der Hand gehabt und hat dann so Zitteranfälle bekommen. Und die 2 Mädels haben sich darüber den Arsch abgelacht. Und ich als Mutter saß dann nebendran und mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Dann war es halt irgendwann so, dass mein Handy geklingelt hat und es hieß dann, ja, Frau Heitzmann, wir hätten gern, dass Sie und Ihr Mann in die Klinik zum Gespräch kommen. Aber bitte ohne Lena. Ja. Ich saß auch da in dem Raum und auf der einen Seite habe ich überhaupt nichts verstanden, was der erzählt hat. Und auf der anderen Seite habe ich doch alles verstanden. Und dann sagt der Arzt halt noch zu uns, aber früher oder später wird sie halt dann an diesem Tumor sterben. Und dann geht man als Eltern dann da raus. Und ja, mein Mann und ich, wir haben uns angeguckt und haben gesagt, was haben wir eigentlich verbrochen oder was haben wir falsch gemacht? Ja. Und dann kommst du nach Hause und dann sitzt deine Tochter da und guckt dich mit großen Augen an und sagt, Mama, was habe ich jetzt? Das ist eins von meinen Lieblingsbildern, ja. Weil ich da noch lange Haare habe und weil ich da so glücklich bin. Ja, weil es halt einfach schön ist, das Bild. Das ist eng, Sassi, du musst zulaufen, sonst kommt man nicht. Glück bedeutet für mich, also mit meiner Familie halt zusammen zu sein und irgendwas mit meiner Familie zu unternehmen, weil die halt einfach ein Teil von meinem Leben sind. Und ja, ich bin eigentlich immer glücklich, wenn ich zu Hause bin. Ich nehme halt das Leben so, wie es ist. Wo dann dieser zweite Tumor gefunden wurde, dann war man ja bei der Ärztin. Da wussten wir ja dann mittlerweile auch schon, dass sie halt oder dass die Ärzte die Prognose stellen, dass sie halt nicht erwachsen wird. Und sie hat mir damals halt dann erzählt, dass halt, ja,
dass sie den Tumor wahrscheinlich nicht mehr so lange aufhalten können wie bisher. Und für mich war dann das so, dass wir 1,5 Jahre in etwa mit dem Tumor schon gelebt haben. Und somit war für mich die Konsequenz gut, dann sind es halt jetzt wahrscheinlich maximal nochmal 1,5 Jahre oder ein Jahr. Und also da ist für mich dann schon eine Welt zusammengebrochen. Simon. Du wolltest nächste Runde fahren. Es geht halt einem so einiges durch den Kopf. Man denkt dann so nach, wann ist soweit und also wie wird das dann halt passieren, ob man dann im Krankenhaus ist oder ob man zu Hause ist, ob man halt verbrannt werden will oder ja, da denke ich dann drüber nach, wenn ich dann am Abend im Bett liege oder so. Ich finde es halt nicht mehr so witzig, wie ich es am Anfang gefunden habe. Morgen fahren wir gemeinsam ins Kinderhospiz. Ja, freue ich mich drauf. Für mich war das ja immer so, Hospiz ist für mich eigentlich, oder war früher für mich der Ort, wo Menschen hingehen zum Sterben. Also dass das aber auch so ein Ort einfach zur Erholung ist, das wusste ich auch einfach gar nicht. Ich habe jetzt erst in letzter Zeit so die Erfahrung machen müssen, dass man ziemlich stark aufpassen muss, dass man nicht zu sehr den Fokus auf Lena legt und im Hintergrund dann die Rest der Familie einfach auf die Strecke bleibt und auch zusammenfällt und man dann letztendlich irgendwann vor einem riesigen Scherbenhaufen steht, dass nicht bloß das Kind dann irgendwann stirbt und man ein Kind verloren hat, sondern dass letztendlich die ganze Familie daran zerbricht. Hallo, das ist bestimmt die Lena. Ich bin die Berit. Hallo Lena, schön, dass du da bist. Man selber kann man einfach abschalten und braucht sich nicht immer Gedanken machen, wow, was macht sie jetzt, was passiert jetzt, geht sie jetzt gut. Und sie ist nicht auf mich angewiesen, dass sie sagt, Mama, fahr mich mal zum Schwimmen, sondern sie kann es selber machen. Und es ist für uns auch diese schwere Verantwortung oder die schwere Aufgabe, dass die einem einfach ein bisschen abgenommen wird. Also ich gehe gern schwimmen, egal ob im Hallenbad oder Freibad oder so. Ich würde gern überall reinspringen. Dass ich lange lebe. Das ist eigentlich so mein größter Wunsch. Und ja. Es gibt in Deutschland 40.000 Kinder, die unheilbar krank sind. Helfen Sie mit, dass diese Kinder in der Mitte unseres Lebens bleiben.